Hallo, ich bin der Manuel Schad von SOD Sport. Heute Technik. Die Saison 2025 steht vor der Tür. Und wie jedes Jahr muss ich ein bisschen Zeit in mein Wellness-Bike investieren. Wellness bedeutet für mich, dass ich am Wochenende auf den Rennen abspannen kann, entspannen kann und ein bisschen das Tagesgeschehen wegwische. Ja, und jetzt geht es mir so, wie es den Frauen geht, wenn sie ins Schuhregal gehen und einkaufen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Daher brauche ich eure Hilfe und eure Unterstützung. Wie könnt ihr mich unterstützen? Schreibt in die Kommentare, welche Farbkombination ihr für dieses Bike interessant findet. Ich habe jetzt grün, Rockoil-grün, schwarz und das fahre ich jetzt eine ganze Zeit lang. Ich blende euch jetzt auch mal ein paar Bilder ein, wie das Motorrad früher mal ausgesehen hat. Die war mal rot-weiß, die war mal rot-schwarz, die war mal rot-rot, glaube ich. Ja, und technisch weiß ich genau, was ich machen will. Ich habe eine neue Closed Cartridge Gabel für vorne. Ich habe hinten ein Tractive Federbein und werde das suspensionmäßig richtig aufrüsten. Ich bekomme 2 neue Zylinderköpfe. Und wenn ich Glück habe, schaffe ich es noch bis zum ersten Rennen neue Räder zu bekommen. Schwarz-schwarz. Das wäre die Idee. Aber was machen wir mit dem Plastik und mit der Optik? An den Tank habe ich mich gewöhnt. Mit dem Tank komme ich klar. Das ist nicht ganz so schön, finde ich, wie der Aluminiumtank, aber praktikabler. Der Kunststofftank, der verbiegt sich nicht, der reißt an keiner Naht und er langt vom Kraftstoff her, von dem Volumen her völlig aus. Könnte ich mir vielleicht noch schwarz oder weiß vorstellen oder blau, aber der Tank ist die schwierigere Option. Was machen wir mit den Kotflügeln? Lichtmaske, Handschützer. Ich habe für euch dann eine Palette meiner Hüben zurechtgelegt. Es gibt mittlerweile die wildesten Farben bei uns im Shop. Und da muss das Motorrad dann aussehen wie eine schwarze Maus oder wie eine graue oder blaue Maus. Man kann da wirklich ein bisschen mit den Farben spielen. Und ich bin da so für die Back to the 90s. Die haben noch gewusst, was cool aussieht. Und die haben noch Farben gelebt. Ich hole mal ein bisschen was hoch. Also den hatte ich früher mal in weiß drauf. Das ist 1014 von UFO. Ist sehr stabil, ist so ein Honda-Kotflügel. Funktioniert gut, verbiegt sich nicht, ist aber sehr groß. Würde ich als Schlammgut-Kotflügel vielleicht wählen. Dann gehen wir hier so in den Richtung Maiko-Bereich rein. Klassisch, oldschool, so ähnlich wie das von Preston Paddy, das ich gerade fahre. Mit einer schönen Verstärkung drin. Macht halt einen Vintage-Look. Den guten, das ist so eine Art wie der Nost-Kotflügel, der 80006 in weiß, schwarz, gelb. Ist nicht so gelb wie das Barkpasta, das ist dann so ein Oldschool Suzuki-Gelb, würde ich mal sagen. Hat aber auch was. Ich habe auch schon eine gelbe GS gesehen. Also es ist wirklich schwer. Für hinten haben wir 2 Varianten. Da wird es glaube ich auch einen blauen geben. Den haben wir jetzt nicht gekriegt. Weiß, rot mit Rücklicht für den Enduro-Fahrer. Macht sich auch gut. Habe ich auch schon mal dran gehabt. Was ich noch geiler finde, dass wir diese Nost-Version quasi in 4 verschiedenen Farbvariationen haben. Kawasaki Grün muss einem gefallen. Ne? Blau könnte ich mir mit Weiß super vorstellen. Kommt sogar an das SWT Blau ran. Haben wir auch als Vorderrad-Kotflügel. Gelb in Kombi mit dem Vorderrad-Kotflügel. Ups. In Kombi mit dem Vorderrad-Kotflügel würde Gelb-Grün auch gut aussehen. Was sagst du dazu? Das war ein deutliches Ja. Es ist nur nicht ausgesprochen worden. Weiß ist halt so eine Allerweltsfarbe. Ne? Also wer keine Farben mag, nimmt weiß oder schwarz. Man kann natürlich vorne gelb, rot, blau, grün nehmen und hinten einen schwarzen. Wäre auch eine Option. Ist aber für den Verfolgenden nicht unbedingt gut, wenn da kein Spritzschutz dran ist. Der kriegt das komplett auf die Banane. Das ist so ein Everseller, der 1013.
Sehr stabil durch die zwei Kanten. Also biegst du fast nicht. Wäre so die blaue-weiß-Version. Hinten auch einen blauen. Hat was, muss ich sagen. Könnte geil werden. Wer es dann einfacher war, in weiß. Und das ist dann wieder dieses Maiko-Rot. Auch so ein Universal Honda-Style Kotflügel. Deswegen die Nummer 1008 HO. Hat auch wieder das gleiche Gelb wie diese Suzuki-Version. Und hier in Rot, in dem alten Maiko-Rot. Also ihr merkt, ich bin nah an der Verzweiflung. Die sind gleich hingeschraubt, ich weiß es. Aber ich weiß noch nicht, welche Farbe ich meinem Liebling da geben soll. Deshalb der Appell an euch. Schreibt was dazu. Bringt mal so Ideen mit ein. Sagt mir, was ich machen kann. Ich mache kein neues Motorrad raus, aber allein schon mit neuen Plastikteilen sieht das Ganze schon geil aus. Und dann muss ich mich nicht so ganz bei der GCC oder bei der IGE im Starterfeld verstecken. Jo, das war so technisch. Ich habe ein paar Mal Gedanken gemacht, was kann ich noch leichter machen am Motorrad, und mir ist genau nichts eingefallen. Also gar nichts. Wenn ihr da noch Ideen habt, ich wollte jetzt keine Löcher in den Rahmen bohren, weil wenn ich da jetzt mal so eine Handvoll Beilachscheiben nehme, das ist nicht viel Kilo, da muss schon wirklich was zusammenkommen. Mir geht es jetzt eigentlich nur mal so ums Design. Ich möchte auch die Preston Paddy Lichtmaske runterschmeißen und will sie durch sowas da ersetzen. Das grenzt da schon ein wenig ein, also man kann es komplett rot machen, man kann auch weiß machen, aber man muss sich nicht verstecken. Wenn ich jetzt vorne blaue Kotflügel nehme und mache die weiße dazu und mache vielleicht die Stadtnummer oben wieder gelb, dann passt es auch. Ich möchte jetzt bloß bei einer Marke mal bleiben und habe gedacht, dieses Jahr fahre ich für UFO oder mit UFO-Plastik und mache das mit einem Kit, komplettes Motorrad. Dann danke ich euch fürs Zuschauen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr mit dabei wart. Ich danke euch jetzt schon für euren Kommentar, der ist mir sehr viel wert. Liked uns in Instagram, Facebook, TikTok oder wo auch sonst. Ihr könnt auch gern Kanalmitglied werden und es wäre cool, wenn ihr eure Freunde mit einladet. Also, herzlichen Dank an euch. Bis bald. Euer Manuel Schad von SVD Sports.